Ja, servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute sind wir wieder, wie im letzten Video, in meinem Garten. Und zwar haben wir im letzten Video hier den Ultrastick 60 Zoll PNP von Hangar 9 ausgepackt. Habe ich den mal so ein bisschen gezeigt, was alles dabei ist und so weiter. Und heute hätte ich gesagt, bauen wir das ganze Ding auf. Ich würde behaupten, das machen wir jetzt einfach Freestyle. Bedienungsanleitung lesen kann jeder. Wir machen es jetzt mal einfach auf gut Glück. Ich denke, dass das jetzt nicht die riesen Herausforderung wird, weil das ist im Prinzip zusammenstecken, fliegen. Wüsste nicht, was man da jetzt großartig verkehrt machen sollten. Genau. Und ich würde sagen, da fangen wir jetzt direkt nach dem Intro an. Viel Spaß! So, jetzt sind wir hier, bauen das Ding mal zusammen. Im Normalfall, ich wollte es gerade schon rausholen, würde ich jetzt das Fahrwerk aufbauen oder dran bauen, damit der Flieger erstmal auf eigenen Beinen steht. Nachdem ich mir hier jetzt das kürzeste Brett oder das dünnste Brett hier in meiner Werkstatt ausgesucht habe als Arbeitsfläche, passt das natürlich nicht drauf. Deswegen fangen wir jetzt erstmal mit dem Rest an und stellen den Flieger dann zum Schluss einfach auf den Boden mit dem Fahrwerk. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, wir fangen hier hinten mit dem Höhen- und Seitenruder an. Bauen auf jeden Fall erstmal das Seitenruder dran. Dazu haben wir hier unten schon den Bügel fürs Spornfahrwerk dran, mit einer Schraube gesichert. Die Schraube kommt jetzt erstmal raus. So, das Seitenruder ist drin. Ich habe jetzt die kleinen Stifte da unten ganz leicht auf die Seite gebogen, weil ich es ansonsten einfach nicht reinbekommen hätte. Aber davon lassen wir uns jetzt auch gar nicht großartig aufhalten. So, im nächsten Schritt müssen wir das Höhenruder anbauen. Das geht auch ziemlich einfach. Man hat hier in der Mitte den kleinen Zapfen, der vom Seitenruder dann noch rauskommt. Einfach um das Ganze da hinten, denke ich mal, ein bisschen verbindungssteifer zu machen. Auch wieder die zwei Bolzen, wo wir vorhin schon gesagt haben, die vom Seitenruder durchkommen. Das sind die, die ich ganz leicht auf die Seite gebogen habe. Ruderhorn schon anscharniert und genau, so stecken wir das Ganze jetzt mal drauf. Gehen wir hier vorne als erstes drauf, dann hinten runter und dann sehen wir, dass das einwandfrei funktioniert. So, jetzt haben wir hier zwei kleine Schräubchen oder beziehungsweise zwei kleine Muttern und die, würde ich fast behaupten, kommen da hinten rein. So, nachdem wir das Heck jetzt fertig haben, gut, am Anlenken fehlt es noch, dazu müsst ihr jetzt aber erst noch kurz eine kleine Spitzzange suchen. Das mal nach dem Video, das ist in 2 Minuten erledigt auf allen Rudern. Das glaube ich, könnt ihr mir nachsehen, wenn ich das erst danach mache. Als nächstes wäre dann dran, die Flügel zu befestigen und das machen wir auch direkt mal. Dazu legen wir den Flieger mal ganz kurz hier zur Seite. Flügel Nummer 1. Flügel Nummer 2. So, und hier ist eigentlich auch ganz easy. Steckungsrohr rein. Das war jetzt das erste Mal, dass ich das Steckungsrohr reingetan habe. Das hat kein Spiel und es geht aber doch einfach rein. Genauso wie es sein soll. Hier haben wir die Kabel mit dem Tape befestigt. Tape brauchen wir jetzt nicht. Legen wir mal zur Seite. Und dann werden die beiden Flügel hier eigentlich nur miteinander verbunden. Hinten hat man einen kleinen Verdrehstift. So, ist das ganze Ding beieinander. Und dann gehen wir mit den Kabeln hier in die Mitte rein. Haben wir vorne nochmal so zwei kleine Stifte, einfach damit der vorne schon mal gesichert ist. Und wenn jetzt die Kabel alle drin sind, dann können wir den hier drauf drücken. Dann gibt es hier, schaut mir sehr nach einem kleinen GFK-Verbinder aus, wo die beiden Flächenschrauben dann reingehen. Das heißt, der Flieger ist auch, ich sage jetzt mal, also wenn es lang dauert, 2 Minuten auf und abgebaut. Kommen hier die Schrauben rein, werden festgedreht und dann ist der Flügel auch schon fest.
So, ich glaube in Echtzeit war es jetzt 1 Minute, wenn überhaupt. Das geht also sehr, sehr schnell. Gut, dann machen wir als nächstes, beziehungsweise als vorletzten Schritt, bevor es dann ans Fahrwerk geht, noch den Propeller fest. Das geht auch richtig easy. Man hat hier diesen Standard-Mitnehmer, den eigentlich jeder kennt, wo man hier hinten den Mitnehmer in die Hülse reinschiebt, das Ganze dann vorne durch die Schraube festgezogen wird. Dann kommt hier noch der Spinner drauf, weil Spinner brauchen wir für die bessere Aerodynamik. Und dann kommt das Ganze hier vorne drauf. Der Prop habe ich vorhin beim Auspacken bemerkt, weil ich mich nämlich gewundert habe, dass hier diese Reduzierhülsen nicht dabei sind, die ja bei den APC-Propellern normalerweise dabei sind. Der Propeller ist schon passend aufgebohrt auf den Propellermitnehmer. Ist auch richtig geil. Das heißt, das Ding hat einer da aus der Verpackung rausgetan und quasi aufgeräumt wieder oder aufgebohrt. Der wird hier raufgeschoben. Auch richtig cool. Der Propeller oder der Spinner wird vorne durch eine Zentralschraube gesichert. Dementsprechend ist es völlig egal, wie die Spinnerrückplatte zum Propeller steht. Und dann kommt vorne eigentlich nur noch eine fette Schraube drauf oder eine fette Mutter drauf. Und für die, die es interessiert, ist ein 22er Schlüssel, den man dafür braucht. Also auch nicht der kleinste. Dann ziehen wir das mit Bedacht ein wenig fest und können jetzt den Spinner vorne schon drauf klatschen. Der passt einwandfrei. Und dann haben wir hier einmal dieselbe Schraube, wie wir hinten für den Stellring schon gehabt haben. Tun wir vorne rein, befestigen das Ganze und sind vorne schon fertig. Es liegen noch 2 Ersatzschrauben bei, weiß nicht für was, weil im Normalfall dürfte da nichts wegfliegen. Dann gibt es hier noch so eine kleine Rändelschraube, um die Akku-Box quasi zu verschließen. Auch richtig geil, wenn man dann quasi am Flugplatz ist und zum Akkuwechseln jetzt nicht unbedingt den ganzen Flieger auseinanderschrauben muss. Finde ich persönlich gut. Und dann haben wir als letzten Schritt noch die Fahrwerksbefestigung. Auch hier haben wir schon gesehen, das Ding ist einfach rucki zucki oder ist eigentlich schon fertig zusammengebaut. Auch die Verdrehhalterung sehe ich gerade, oder Verdrehsicherung ist mit 2 Schrauben schon realisiert, auch einwandfrei. Dann legen wir das mal hier ganz kurz her und drehen den Stick hier um. Schauen, dass wir den nicht allzu sehr verkratzen. Das Fahrwerk wird mit 3 Schrauben gesichert. Die stecken wir hier schon mal alle durch und drehen das Ganze dann mit einem 3er Imbus einmal fest. Könnte gut sein, dass ich das Ganze später nochmal aufmache und dann mit Loctite sichere, einfach weil mir generell schon viel zu viele Schrauben in der Luft abhanden gekommen sind. Und damit ist das Modell komplett flugfertig. Empfänger fehlt noch, den habe ich jetzt deswegen nicht eingebaut, weil erstens baut jeder von euch einen anderen Empfänger ein. Das heißt, die Chance, dass einer denselben einbaut wie ich, ist relativ gering. Und ich will das in Ruhe schön am Flugplatz machen, dass ich da auch keine Fehler mache. Und genau. Jetzt kommen dann noch ein paar Sticker drauf. Muss ich aber erstmal in der Bedienungsanleitung schauen, was da gut ausschaut. Und dann seht ihr gleich noch das fertige Ergebnis in dem kleinen Flame vorn. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, und wenn ich jetzt den einen oder anderen zu dem Flieger oder dem Flieger schmackhaft gemacht habe, dann könnt ihr auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken. Da werde ich euch den Flieger verlinken, und dann könnt ihr das schön auf Bestellen drücken und euch selber von dem Flieger überzeugen. In diesem Sinne, wie gesagt, schönen Tag, haut's rein und bis dann. Ciao.